Wilhelm, wir können angeln. Wie jetzt angeln? Ja, guck mal, wir sitzen hier auf der Brücke. Auf dem Anglersteg, Junge. Schön ist das hier, ne? Gerlinde, ich bring heute Fisch mit. Ja, guckt mal, hier hält das nächste Auto. Unsere Anlegestelle wird hier wirklich sehr stark frequentiert genutzt. Deswegen müssen wir, glaube ich, hier mal diese Straße ausbauen. Die ist wirklich überfordert. Aber zuerst zeige ich euch nochmal für die Einleitung einen kurzen Überblick über unsere wunderschöne Stadt. Und heiße euch damit willkommen. Weg damit. Bei City Skylines. So, kümmern wir uns. Oh, hier Polizeieinsatz. Katastrophe ist vorprogrammiert. Wir bauen die Straße aus. Komm, wir machen hier gleich so eine 6-spurige. Nein, Quatsch. Wir bauen eine ordentliche Straße mit Parkmöglichkeiten. Hier fährt nämlich der Bus lang, deswegen sollten wir hier vielleicht ausbauen. No, ausbauen. Das geht auch nicht. Ja, geht es auch nicht, no? So eine Scheiße hier, das geht auch nicht. Deswegen machen wir das so. Kann jetzt keiner mehr parken, das hast du nicht bedacht. Wir brauchen aber Parkflächen. So. Was? Oh, ja, Jetski. Wir hatten wirklich 45 Besucher letzte Woche im Jetski-Verleih. Krass. Tatsache. Hier kommen die Menschen. Aber ich sehe keine Jetskis fahren und auch keine Boote aus dem Yachthafen. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist mir auch Schnurz, solange das funktioniert. Wir drehen mal das Tempo auf und sehen hier, dass unsere Bilanz irgendwie komisch ist. Kann natürlich an unserem, an der Langsamkeit gelegen haben, die wir gerade eingestellt hatten. Strom haben wir, Wasser haben wir, Bildung haben wir ein bisschen. Sollten wir vielleicht mal hier und da und dort etwas ausbauen. Das mittlere Bildungsniveau ist sehr schwach vertreten. Mittleres Bildungsniveau kann man aber natürlich schaffen. Stellen mal so weit raus, wie es geht, damit wir nicht denken, dass alle Busheinis... Ha, wo wir gerade von Busheinis sprechen. Wir wollten den Busverkehr etwas ausbauen. Wir haben ja hier noch ein paar Bushaltestellen zur Verfügung. Und lassen einfach mal hier ein paar Busse mehr durch die Stadt gondeln. Muss ja nicht solche großen Schritte machen, der Bus. Können ja auch ja, von hier nach da, nach dort. Ach da. Meine Fresse, das sieht irgendwie verwirrend aus. Aber ich denke, gerade die U-Bahn bringt hier ordentlich Punkte. Ja, 1040 Leute fahren hier schon pro Woche mit. Was eine Menge ist, mein Freund. Was will denn der jetzt hier, bitte? Weg hier. Was ist denn das hier?
Die Narzissenresidenz hat einen geringen Bodenrichtwert. Dann verpiss dich alle. Das ist auch kein Gebiet für solche Spacko-Häuser. Wir müssen richtige Häuser hin. Das ist ja nämlich das Hightech-Viertel. Das ist noch nie gewusst, Bitches. Oh yeah. So, hier stehen immer noch 10.000 Leute an jeder Haltestelle. Ich finde das irgendwie krank. Aber wenn ich jetzt noch mehr Bushaltestellen mache, da denke ich immer, ich verbaue mir hier alles. Vielleicht sollten wir auch irgendwie mal Fußwege schaffen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, Fußrad- und Pflasterwege zu bauen. Und Freizeitaktivitäten hat sowieso noch keiner. Guck mal, das sieht aus hier. Wir haben 0 Freizeitmöglichkeiten für die Herrschaften hier. Deswegen brauchen wir Plätze mit Picknick. Scheiß. Aber bei den Reichen, das wollen die doch gar nicht. Was gibt denn noch? Kleiner Spielplatz. Hier passt doch so ein Spielplatz perfekt hin. Vor allem wie viele Leute so ein kleiner Spielplatz abdeckt. Ja, das ist eigentlich faszinierend. Park mit Bäumen, der ist etwas größer. Aber so ein japanischer Zen-Halsmaul-Buddha-Dingsgarten ist ziemlich pervers. Ein kleines Baugebiet und große Wirkung. Deswegen kriegt ihr hinten auch nochmal einen Zen-Garten hingepflanzt. Warum deckt der hier so wenig? Ach Mist. Egal. Sieht gut aus. Wir können hier... Oh, hier ins Ghetto pflanzen wir noch hier so einen Skaterpark. Das wäre nicht voll geil. Boah. Übel. Da können die ganzen Kiddies hier. Reitstelle. Ponys. Wer will denn sowas? Was haben wir hier? Beachvolleyball. Da muss ja an den Strand raus. Gut. Wo war gleich Freizeit gerade? Weg war Freizeit. Hier war Freizeit. Wir haben doch hier auch extrem geile, einzigartige Gebäude. Was machen die denn so? Bombastischer Springbrunnen. Das faszinierende Wasserspiel des bombastischen Springbrunnens bietet die perfekte Atmosphäre für ein romantisches Rendezvous. Jüngste Studien zufolge haben Heiratsanträge, die vor dem beleuchteten Wasserspiel des bombastischen Springbrunns... Strom! Wir lesen das mal weiter. Bombastischen Springbrunnens gemacht werden, eine durchschnittliche Erfolgsrate von 96%. Wir haben zu wenig Strom, Dieter. Was machen wir denn da, Dieter? Wir bauen hier was hin, Schatz. 120.600 Megawatt. Was bringt denn so ein Atomkraftwerk? Brauchen wir noch ein paar Einwohner, okay. Ja, Öl. Öl ist die Zukunft. Nein, ich habe nicht gerüstet. Öl. Na, bleibt mal alle ruhig hier. Schön auf dem Teppich. Aber so viel bringt das uns auch nicht. Bullshit, wir brauchen noch ein zweites. Öl ist, wie gesagt, die Zukunft. Ja, hört mir zu. Dann lernt ihr was. So, Damen und Herren, wir waren stehen geblieben für unseren einzigartigen Gebäuden, dem bombastischen Springbrunnen, den will keiner haben. Warum, was ist das denn? Tourismus und Freizeit, ach Bullshit. Statue des Wohlstands. Die Statue personifiziert den Wohlstand der Stadt. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Oh, dann brauchen wir das auf jeden Fall. Weltraumlift ist absolut geil. Allerdings ist die scheiß Statue monstermäßig groß.
Passt nicht in unser Stadtkonzept. Was gibt es denn noch? Bau des medizinischen Zentrums. Shoppingstatue des Hadron Colliders. Alter, warum nimmt denn das alles so viel Platz weg? Kann man hier. Transportturm, besonders auf die Bedürfnisse von Transportfirmen zugeschnitten. Einkaufszentrum. Aha, aha, aha. Halt, hier waren noch irgendwelche tollen Parks. Oh ja. Kernfusionskraftwerk. Aha, aha, geil. Kinder gerne spielen. Jeden Projekt. Schön. Was gibt's hier noch? Großes Einkaufszentrum. Kaufen doch immer gern ein. Touristen umso mehr. Ah ja, genau. Touristen anlocken. Weltraumlift. Opernhaus. Wollte mich verarschen. Weltraumlift. Turm der Hohen Zinsen. Viele Firmen mieten dort gerne wegen der schönen Aussicht. Ja, ist klar. Expo, Fachmessen, Konferenzen. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Nee, Quatsch. Wissenschaft. Besten Wissenschaftler auf jeden Fall. Alter Schwede, was ist denn das für ein Monster? Fett, Junge. Fett. Blöder Wichser. So, das kommt hier direkt neben dem Park. Krasser Scheiß, Alter. Das ist so ein Monster. Übel, oder? Also richtig übel. Wir brauchen... Hatte ich denn hier vorne die Möglichkeit... Ach ne, Zug. Tuff, 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 tut, tut. Zug. Das Tolle ist, dass sie... die Zugstrecke geht in unserem Gebiet lang. Das heißt, wir könnten hier einfach so mal einen Zug reinpflanzen. Nein, wir gucken uns weiter diese Gebäude an. Die sind viel interessanter. In diesem beeindruckenden Bürogebäude haben sich viele Firmen mit der ganzen Belohnung für den Bau eines Passagierhafens und eines Frachter. Ja, das ist ein Wolkenkratzer und Bürogebäude. Obwohl, was haben wir hier? Ne? Noch? Ein Stadion. Geil. Geil, ein Stadion muss unbedingt in jede Stadt. Ist aber mini im Gegensatz zu dem Rest hier, oder? Stadion. Das braucht auch eine gute Verkehrsanbindung, unser Stadion. Bam. Ja, wir verlieren Einwohner. Ist mir Latte. Wir haben ein Stadion. Was liegt denn hier? Ist das Müll? Ach nee, das ist das Dach. Okay. Wunderhübsch. Und guck mal, wir gewinnen einen Haufen Einwohner dazu. Weil wir so geil sind, nehme ich an. Auf jeden Fall können wir hier unten diesen Platz mal ein bisschen ausbauen. Aber das machen wir etwas anders als sonst, denn wir haben jetzt Zeit. Ne, Zeit nicht, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, clever zu planen. Ich will eigentlich eine steile Kurve haben. So. Hier wird das Ganze zu einer 6-spurigen Straße. Bam. So, wie kommt der Verkehr? Kommt zwar hier rein, aber da raus nicht mehr. Raus brauchen wir, können wir nicht.
Und dann wird diese Kreuzung hier noch endloser belastet. Wie machen wir das denn am dümmsten? Wir brauchen Einwohner ohne Ende. Mal hier so durchzimmern. Aber ich will... Ach Mensch, wie machen wir das denn? Schwierig. Absolut schwierig. Auf jeden Fall fährt hier noch keiner lang. Doch einer. Wow. Ich reiß das wieder ab. Wir müssen es anders machen. Da muss ich mir noch mal etwas überlegen. Ach, doch keine Wohnhäuser. Mann. Ei, hier hinten ist ja auch theoretisch Wohngebiet. Doch ideal. Für die kleinen Leute. Mich faszinieren diese Gebäude. Irgendwie müssen wir hier mal... Ich brauche eigentlich Wohnhäuser. Und... Wissenschaft haben wir schon. Viele Firmen. Ja, was will ich denn aber? Ich brauche ein Büro. Das ist doch ein Bürogebäude. Und hier haben wir Bürogebiet. Deswegen kommt hier dieser Turm hin. Und alle freuen sich. Es ist zwar ein großes Bürogebäude, aber scheinbar arbeiten tut dort keiner, denn hier sind nur Besucher aufgelistet. Ja gut, denn das System funktioniert ja halbwegs. Deswegen sollten wir uns vielleicht um Erweiterungen kümmern. Neue Wohngebiete. Eventuell hier. Oder direkt hier. Das ist eigentlich geil. Hier ein Wohngebiet, oder? Wir bauen hier ein Wohngebiet. Das wird jetzt so festgelegt. Und in dieser Folge werden wir hier ein paar Straßenzüge ziehen. Warum wir das hochgebaut haben, weiß auch kein Schwein. Ziehen wir ein paar Straßenzüge direkt in the City. Nein, ne? In the City, nein. Aber bitte gerade so. Und hier Fußboden, Junge. So. Ja, da kann das nicht so flach sein, wie es geht. Okay. Dann brauchen wir hier wieder mal etwas Modernes. Nein, nichts Modernes, etwas Cooles. Und zwar könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. An unseren geilen Kreisverkehr. Könnt ihr bestimmt. So, jetzt upgraden wir das Ganze. Und fahren hier im Kreis. Kommt bloß keiner drauf. Wie dumm ist das denn? Nein, das ist überhaupt nicht dumm. Das ist so gewollt. Ja gut, das macht ja jetzt total den Krüppel. Das können wir nochmal... Schön, ach, ist halt so. Das ist halt so. Schön muss man hier nicht. Prima. Was hat uns das Ganze jetzt gebracht, meine Damen und Herren? Nichts.
Doch, das hat uns sehr viel gebracht. Und zwar, guckt mal hier, was wir hier alles erschließen können. Ein riesenkrank großes Gebiet. Dahin. Dahin. Okay. Jetzt machen wir hier noch etwas. Es gewittert. Wenn ihr euch fragt, was macht der Idiot denn dort? Sage ich euch, ich baue eine Küstenstraße, die hier die Stadt umrundet, also das Stadtgebiet. Ist das nicht awesome? Ja, es ist. Und damit hat jetzt keiner gerechnet von euch. Ja, es war mir klar, dass damit keiner gerechnet hat. Hat mir keiner zugetraut. Gibt's zu? So. Einmal das. Dann bauen wir hier weiter. Boah. Entschuldigung, aber das bietet sich sowas von an. Kann man eigentlich... Eine Brücke. Ich liebe irgendwie Brücken, oder? Das ist einfach nur... Schön ist das. So, wir wollten aber weiter bauen. Eine hübsche Straße. So, und dieses Gebiet hier werden wir ganz anders aufziehen. Ganz anderer Wind weht hier, Freundchen. Ein ganz anderer Wind. Kommen wir durch? Oh, fast gut geplant, aber nur fast. Jetzt müssen wir ein Stück gerade und so. Sieht schon mal gewollt aus, wenn nicht gekonnt. Jetzt müssen wir irgendwie, wie kriegen wir hier die Straße am dümmsten größer? Ich weiß, wie wir das kriegen. Wir reißen sie ab. Somit macht man eine Straße nämlich größer. Ergibt Sinn. Ergibt durchaus Sinn.
Zählt er jetzt immer noch als dran liegend? Ja. Ja. Schön. Gut, siehst du, haben wir das gleich mit ausgebaut. Das ist brillant. Und hier fahren die ersten Leute tatsächlich außenrum. Wir entlasten hier die Straße und, also, wir sind doch Premium, oder? Wie geil. Als hätten wir das so geplant. Natürlich haben wir das so geplant, Freunde. Könnt ihr sehen, wie schlau manche Leute sind. So, wir bauen hier. Krankenhaus. Ach, mein Gott. Haus. Wir bauen hier ein Feuerwehrhaus. Das ist ebenfalls aus. Das Feuerwehrhaus ist aus. Oh Gott. Es wird Zeit, dass sich was tut. So, Krankenhaus, Feuerwehrhaus. Wir können ja hier noch ein Krematorium daneben pflanzen. So. Friedhof ist nicht. Bildung. Ach du Scheiß, fick Dings, ja. Ich plan doch nur. Okay. Hätten wir das. Bildung. Wir machen hier eine große Straße des der Lokalitäten, die wichtig sind. Ja, wir brauchen keine U-Bahn von da nach dort. Das wäre jetzt komplett Unsinn. Was wir aber brauchen, ist eine U-Bahn von da nach da. Auch, dass man diese scheiß Gebäude einzeln abschalten muss. Nervig. Dann bauen wir dort eine U-Bahn. Und also wie ihr vielleicht vermuten könnt, das wird ein neues Wohngebiet. Na, ich habe jetzt so... Das ist auch das Praktische bei dem Kontostand, den wir hier gerade haben. Können wir das einfach mal nebenbei laufen lassen. Und aktiv bauen, ohne dass wir hier in Geldschwierigkeiten kommen. Was total abartig werden wird, wenn das wirklich in der Größe fertig wird. Da ist das ja wirklich ein Witz dagegen. Das stinkt dann total ab. Das heißt, wir müssen das ordentlichst vorplanen. Also das wird mehr als eine Folge dauern und ich sehe auch gerade schon, dass wir so langsam wieder an die Zeit rankommen, diese Folge zu beenden. Aber ich werde hier noch einen U-Bahn-Ring ziehen. Das bin ich euch nicht schuldig, aber ich denke, das gehört sich so, dass man hier mal diesen Gedankengang beendet. Und ja, also das ist jetzt auch mehr oder weniger spontan durch diese Nachfrage an Wohnungen entstanden, dieser Aufbau. Also ich habe das nicht von langer Hand geplant, wie ich das sonst so immer tue. Und
Wir werden sehen. Höret, so werdet ihr sehen. Und ihr werdet sehen. Die Posaunen von Jericho. Wir werden sehen, wie sich das Ganze hier in diesem hübschen Stadtteil entwickelt. Ja, die können hier ruhig um die Ecke fahren. Solange das technisch machbar ist hier im Spiel, soll uns das nicht weiter stören. So, haben wir das erstmal verbunden. Wir könnten theoretisch auch noch da abkürzen und da abkürzen. Wir können auch noch die hier quer verbinden. Ja, wir können hier alles, aber wir lassen das Ganze. Was wir aber auf jeden Fall machen: die Fälle zu steil. Das geht. Und das werden wir auf jeden Fall tun. So. Jetzt haben wir U-Bahn technisch erst einmal diese... Nein, haben wir nicht. U-Bahn technisch haben wir diese Stadt erstmal fertig. Oder dieses neue Stadtgebiet, was hier auf uns zukommen wird. Wir haben hier schon ein paar größere Gebäude gesetzt, die notwendig sind. Ja, das ganze Einschalten wird dann nochmal lustig. Wir halten uns gerade so bei knapp 20.000 Einwohnern, was jetzt nicht optimal ist, aber dafür funktioniert unser System ganz gut. Die Straßen wurden ordentlich entlastet. Also, ja, ordentlich wurden entlastet, spürbar entlastet. An den Knackpunkten durch die Bahn, gucken wir mal, ja, also 1300 und die Busse sind jetzt auch wesentlich besser organisiert. Das funktioniert prima. Das neue Lustviertel hier, das haben wir auch. Lässt keine Wünsche offen. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, wie wir diesen Wirtschaftsgüter, Blabla, Zugbahnhof da anbinden, dass hier der Verkehr effizienter fließt. Jetzt kommen ja viele hier aus der Stadt hierher, weil der Weg besser ist als hier. Aber hier natürlich die Industrieanbindung ist, ja. Und wir werden uns das in der nächsten Folge angucken. Ich hoffe natürlich, dass es euch mal wieder Spaß gemacht hat. Und ich würde mich freuen, wenn irgendwann mal jemand einen Kommentar schreibt, ob einem das gefällt, was man vielleicht verbessern könnte. Und über Feedback ist man immer froh. Und ja, bevor ich weiter Dünnschiss rede, verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!